Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Heute seht ihr bereits schon, heute haben wir wieder den Chris mit am Start. Herzlich willkommen. Seid gegrüßt. Schön, dass du wieder hier bist am Start. Und wir sind heute im Account vom Ignil drinne. Waren wir schon lange nicht mehr, das letzte Mal auf Stufe 650. Müsste 650 gewesen sein. Ja, seitdem hast du auch wieder ganz gute Fortschritte gemacht. Und wir wollten auch ein bisschen über deine zukünftigen Pläne reden, weil du ja immer noch auf, ja, sag ich mal, der Jagd nach den höchsten Spielern der Welt bist. So. Und um mal so ein kleines Update zu zeigen, das Video ist jetzt hier vom 14.06. gerade, wir haben es ein bisschen vorproduziert, weil ich jetzt im Moment gerade nicht da bin. Wir haben hier einmal den Atzen, der jetzt gerade fast auf Stufe 702 ist, was auch schon eine starke Leistung ist. Und dann haben wir einmal Dr. Darm, der auf Stufe 702,5 ist. Das ist natürlich schon eine ordentliche Hausnummer, 700 plus, sowieso, GZ ist krank, Wahnsinn, dass man so lange spielt so. Aber du mit deiner Stufe 679 scheint ja jetzt erstmal so, okay, da fehlt ja irgendwo so ein bisschen der Anschluss, ne? Oh, hier, sehr wichtig. Ja, unbedingt alles abholen. Zu lange gewartet. Ja. Vorproduzieren. Shit. Aber du hast natürlich was in der Hinterhand, ne? Genau. Und zwar die Dungeons. Du hast ja in der Lichtwelt, in der Schattenwelt und, oha, hast du dir den aufgehoben, ja? Da habe ich mir wen aufgehoben. Ich habe mir gedacht, erst im Real Life rasieren, dann im Game. Ja, das ist natürlich ganz nice. Ja, schön. Es freut mich immer, wenn ich mich selbst hier noch sehe. Warte mal, hier ist ja mein Text zu sehen, ne? Hast du dir den schon mal durchgelesen? Ehrlich gesagt noch nicht. Nee, es ist ja tatsächlich neu, dass die Texte von den YouTubern jetzt auch hinzugefügt worden sind. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu deiner Tracht Prügel. Jetzt bist du fällig wie Tierpelze, brüllte er dir triumphal entgegen, denn mit seinen schlechten Wortwitzen und Wie-Vergleichen wird er dich vermöbeln wie ein Raumausstatter. Ja. Das ist jetzt das erste Mal tatsächlich, dass das bei mir auch hier im Video zu sehen ist. Ja? Tut mir leid für die Leute, die ich jetzt dadurch gespoilert habe. Aber ja, das ist meine Charakterbeschreibung für meinen Ingame-Account hier, beziehungsweise meinen Ingame-Dungeon-Gegner sozusagen. Und das wurde vor, ich glaube, 2-3 Updates hinzugefügt, dass jeder, der das wollte, nicht alle haben das gemacht, da gibt es dann so eine Standardbeschreibung auch irgendwie. Ich glaube, die Standardbeschreibung ist, wenn du zu tief in die Röhre glotzt oder irgendwie sowas. Langweilig. Ja, und da wollte ich dann schon ein bisschen kreativer sein und das war halt eben, ja, das passt irgendwie so, finde ich. War es auch so ein bisschen intendiert, so fällig und vermöbeln? Fällig, Feller, Möbel aus Holz, Holzfäller. Oh, okay, da ziehst du jetzt aber Parallelen, da habe ich jetzt so gar nicht dran gedacht tatsächlich. Aber es war mehr mit fällig auf die Tierpelze bezogen natürlich, ganz obvious. Und wenn wir jetzt mal so durchschauen hier, du hast in der Lichtwelt, okay, da hast du den neuesten Dungeon noch offen, das sind 10 Etagen, jeweils 300 Millionen, auch glaube ich in der Lichtwelt schon hier, ne? Also ist schon ein Banger. Dann hast du in der Schattenwelt aber auch nochmal sehr, sehr viele Dungeons hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na gut, und die Monstergrotte. Ja, aber die schafft man ja nicht komplett. Die schafft man nicht komplett, aber du würdest bestimmt auch schon den 2, 3 mindestens. Dritten solltest du auch schon auf jeden Fall kriegen. Also beim zweiten, den habe ich ja gerade down, bin jetzt beim dritten, der ist unmöglich. Den dritten mit deinen Basis-Stats, also mit den Statpunkten hier, holy shit. Also die sind ja auch schon mal ordentlich, muss man mal wirklich auch so sagen, für das Level, was du hast, ne? Aber worauf du ja eben erpicht bist, sind halt eben hauptsächlich die Erfahrungspunkte, weil dein Motto, das habe ich mir jetzt auch schon so gemerkt, ist, das Einzige, was man sich in dem Spiel nicht kaufen kann, ist die Erfahrung. Genau so ist es. Alle anderen Sachen wie Statpunkte, Gold und sowas, das ist alles, für dich hat das nicht den gleichen Wert wie das Level zum Beispiel, weil man sich das halt eben unbegrenzt halt eben durch den Greifendrachen, durch Ehrenhalle abfarmen bekommen kann und deswegen für dich da die Gewichtung auf XP dann doch deutlich mehr, ne? Für mich steckt da halt dann irgendwo keine Leistung mehr hinter. Ja, man investiert ja dann auf andere Art und Weise,
Aber das Level, ja, in der Charakterstärke lässt sich es natürlich dann nicht bemessen, weil da wird man auf Dauer natürlich deutlich schwächer sein als jemand, der voll auf Gold geht. Aber diese kleine Zahl, nämlich die Stufe bzw. das Level, die wird auch für Leute, die da jetzt Millionen investieren in das Spiel, so nicht erreichbar sein. Und das bin ich denen dann voraus. Weil ich war schon, also im Endeffekt jahrelang unter den Top-Spielern. Ich glaube auch, da wo der Assassine kam, da kam auch da so langsam die IHOF. Und da war ich ja überrascht, dass ich da schon in den Top 5 war. Ich dachte, ich bin vielleicht irgendwo so Top 20, 30, 40 der Welt. Und dachte, so weit bin ich oben. Und eine Woche später war ich dann auf 1. Da war ich dann auch jahrelang. Und bin letztendlich, wollte ich auch den Platz halten. Und da war damals ja auch für so einen Greifendrachen hast du vielleicht 2, 3 Millionen gekriegt. Da kam keiner auf die Idee, viel zu investieren. Aber es hat sich halt geändert. Dann kamen eben Spieler wie Strider, auch der Nachbar. Was ich halt auch nicht gemacht habe, ist Methoden verwendet, die in meiner Abwesenheit dafür sorgen, dass ich auch die Goldmine weiterhin abholen kann. Das war eine lange Zeit ein riesig großes Problem. Ja. Und da habe ich dann Stück für Stück auch gesehen, wie Spieler, die Tausende von Basis-Stats hinter mir waren, mich überholt haben. Auf meinem Server ist es zum Beispiel jetzt hier der Nachbar. Und ich war dann in einer Phase, wo ich mir gedacht habe, irgendwie habe ich keine Motivation mehr. Ich habe doch irgendwie schon alles erreicht. Ich war wochenlang auch dauerhaft auf der 1. Ich weiß auch noch, wo der Arena-Manager dann kam, wo dann sogar auch ein Strider in der Taverne gesagt hat, der Igniel, auf den müsst ihr achten, der ist jetzt gerade, der hat jetzt gepusht, der ist ja der Stärkste. Ja. Und das war ja auch so, ich bin dann einfach nach vorne gerauscht und dann war ich wochenlang auf 1 und es klingt vielleicht komisch, weil es ist immer so ein Streben. Wir hatten ja auch viele bei uns auf dem W50-Server und das kann ich auch verstehen. Die Leute wollen mal Erfolg haben und die wollen mal oben stehen. Das ist auch ein gutes Gefühl. Nur, es klingt vielleicht wirklich komisch und ich hoffe, das kommt nicht falsch rüber, wenn ich sage, wenn man jahrelang ganz oben steht, wird es irgendwann auch witzlos. Ne? Und dann habe ich mir damals gedacht, wo der Bad News Ron aufgehört hatte, beziehungsweise Don Serapio, was machst du nun? Hörst du auch auf? Und ich habe ja nicht aufgehört und habe dann so langsam überlegt, was habe ich denn noch für Ziele? Habe dann natürlich über dich jetzt ganz neue Wege für mich kennengelernt, so auch und auch mit der Community, dass ich jetzt ein Teil davon bin, da bin ich super dankbar. Ich finde das auch immer schön, hier mal in den Videos dabei zu sein. Ja, wir haben dich auch immer gerne mit am Start. Das freut mich auch. Also ich finde das auch schön, wenn das positiv aufgenommen wird. Ja. Und ich will einfach jetzt, habe mir ein neues Ziel gesucht und das ist eben vom Level her der levelhöchste Spieler der Welt zu werden. Das wird noch sehr lange dauern und ich mag dieses Schneckenrennen sehr. Es ist wirklich, also Schnecken sind schon wirklich Marathon, also sind schon Sprinter dagegen. Wirklich schon. Also Schnecken sind hier wirklich schon, ne, die sind hier schon fast as fuckboy, sag ich mal so. Weil das Ding ist halt, du bist halt auf Stufe 679, machst damit extrem wenig Erfahrung. Man kann mal auf die Akademie mal schauen. Ne? Du machst hier jetzt 59.776. Warte mal, wir screenshotten das mal ganz kurz ab, damit man das dann vergleicht. So, mal zu mir. Zack. Dann gehen wir mal kurz auf meinen Account. Ich bin ja 651, was ja auch schon im Schneckentempo vorangeht. Ne? Und trotzdem mache ich immer noch 73.785 XP pro Stunde. Und das ist ja schon, ne, also Leute beschweren sich auf meinem Niveau schon, sag ich mal, dass man so wenig XP bekommt. Aber es gibt ja immer noch Leute, die noch höher sind als man selbst. Es gibt bestimmt auch Leute, die beschweren sich auf Stufe 500 schon, dass die so wenig XP bekommen, weil die halt eben aus Bereichen wie 393 oder so die XP gewohnt sind. Jetzt das Ganze aber mal wirklich in andere Dimensionen zu entfalten. Stellt euch jetzt noch mal vor, nochmal so viele Level obendrauf. Also ich bin ja von dir, was weiß ich, so 28 Level entfernt. Und jetzt gucken wir mal zum Beispiel auf jemanden wie Dr. Darm, der halt eben auch nochmal eine andere Dimension ist, als du im Moment gerade. Das heißt, du machst wirklich mit Schneckentempo immer ein bisschen mehr gut auf Dr. Darm, als Dr. Darm eben selbst an Erfahrung generiert. Und das halt eben nicht nur durch die Akademie, sondern halt eben auch durch die Quests. So. Und das ist halt eben der ganz große Vorteil,
weil ja auch eben irgendwo diese ganze Dungeon-Pause-Thematik jetzt ja auch gerade so groß ist. Aber das geht halt eben auch im super, super Late-Game-Bereich. Ne? Kann man das immer noch anwenden, weil ab einem bestimmten Zeitpunkt bringt dir das ja auch irgendwann nichts mehr. Ab 632 war es, glaube ich. Genau. Da hattest du ja dann alle Sachen erreicht. Du hast das höchste Goldgrubentempo, was man erreichen kann. Was war noch gewesen? Die Pots konntest du umwandeln dann, was du auch noch nicht gemacht hast. Nee, war ich noch zu faul für. Ja, die bringen dann 10 Millionen. Ne? Der Greifendrache ist ja schon ab 612 auf 10 Millionen Stat-Punkte. Und deswegen ist es danach nicht mehr wichtig, sag ich mal. Ne? Also es hat alles Zeit, sag ich mal so. Das Einzige, was du davon hättest, wäre ein höheres Level und damit besseres Equipment. So, ne? Da würdest du ein bisschen Vorteil draus schlagen, aber halt eben nicht viel. Was jetzt halt aber eben du dir zu Nutzen machst, ist halt eben wie in der Dungeon-Pause auch, du machst dir halt die bessere Erfahrung zunutze, weil du halt eben davon profitierst, dass du halt ein niedriges Level hast. Genau. Das ist halt vom Vorteil. So, und deswegen bin ich da echt mal gespannt drauf, wie das die nächsten Jahre bei dir aussehen wird. So, du hast ja Dungeons hier noch aufgespart. Wenn du jetzt sofort alle Dungeons nehmen würdest, auf welches Level würdest du circa so kommen? Also ich weiß nicht, wie weit ich jetzt im letzten Schatten-Dungeon kommen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Sagen wir mal, knapp so 16,5 Level würde ich jetzt erstmal spontan sagen, sind definitiv möglich. Das heißt, ein halbes Level rechnen wir es mit 17 obendrauf jetzt gerade, weil ich bin ja jetzt auch schon die Hälfte im Level, also drinne. Ja, 17 drauf sind 696, rechne ich gerade richtig. Also bin ich circa 6,5 Level hinter Dr. Darm. Ja. Aber man muss halt eben sich auch immer wieder vor Augen halten, ne, dass du halt auch genau diesen Abstand eben im Schneckentempo immer weiter aufholst. So, ne? Ja. Und du hast ja wirklich sehr ambitionierte Ziele, sag ich mal, ne, die ja schon der ein oder andere weiß. Und zwar willst du ja wirklich der erste Stufe Tausender werden. Richtig. Wenn wir jetzt mal alle anderen Umstände mal so außen vor lassen, so, ne, was einen davon abhalten könnte, noch hier 10 Jahre dieses Game weiter zu zocken. Meinst du, deine Chancen würden realistisch dafür stehen? Ich weiß ja nicht, was noch im Game alles so kommt. Aktuell würde es ja heißen, ich müsste pro Jahr mehr als ein halbes Level einholen, weil ich denke mal, man wird noch so 7-8 Jahre brauchen, bis man so in die Tausender-Bereiche kommt. Je nachdem, was halt im Game noch so passiert. Ist wirklich sehr ambitioniert, aber nicht unmöglich. Ich weiß halt nicht, ob es noch andere gibt, die vielleicht noch Welten mehr an Dungeons sparen, die dann nochmal ein paar Jahren nochmal da hochsteigen oder so, aber wenn dieses Bild so bleibt, wie es jetzt ist es zumindest nicht unrealistisch. Natürlich noch hart, aber nicht unrealistisch. Ja, und da bin ich immer sehr gespannt. Willst du auch so deinen Fokus auf deine Begleiter denn auch erhöhen, wenn du nachher sag ich mal, wirklich durchrasieren willst. Also ich denke mal, das meiste wirst du ja wahrscheinlich selbst schaffen, so, ne? Ja. Aber wenn es denn wirklich nachher drauf ankommt, hast du an deine Begleiter schon mal irgendwann... Lange nicht mehr. Lange nicht mehr, ne? Ja. Also es kann sein, in 7 Jahren, 8 Jahren kann eine Menge passieren. Ja. Ich weiß auch nicht, was an Dungeons dazukommt. Vielleicht ist es auch einfach gar nicht notwendig, da was reinzustecken. Ja, muss man sehen. Ja, wir werden sehen. Vielleicht kommen noch neue Dungeons. Jetzt mit dem neuen Expeditionsevent soll es ja auch bis zu 20% mehr auf die Quests geben, was sich natürlich auch Dr. Darm und Atze wieder zunutze machen werden, was du dir aber auch zunutze machst. Genau, so die werden halt dann ein bisschen schneller voranschreiten, aber in dem gleichen Abstand schreitest du halt auch eben schneller voran. So, ne? Schreitet jeder schneller voran von uns irgendwo. Ne? Nur halt eben, ja, das ist halt, weiß ich nicht, also es macht ja schon Sinn, sag ich mal, ein niedriges Level zu haben, auch wenn sich das im ersten Moment widersprüchlich anhört, aber es ist ja nun mal so. Trotzdem sollte man natürlich alle Gegebenheiten nutzen, die man vom Spiel auch bekommt, um halt eben auch so schnell wie möglich zu leveln, weil das macht jeder andere auch. Wollen wir nochmal kurz was nachrechnen? Was denn? Hast du kurz mal hier diesen Calculator mal kurz? Kannst ja mal Folgendes machen. Welchen meinst du? Na, einfach einen Taschenrechner hier. App. Calculator-App. Ach so, einfach einen Taschenrechner. Ja, sowas. Ich meine, Excel können wir auch nehmen, aber ich glaube, ein Taschenrechner reicht. Wir nehmen mal diesen Vergleich aus der Dingsakademie gerade. Du kannst ja mal rechnen,
wir machen es auch mal grob, wir runden mal auf und ab. Sagen wir mal 60.000 aktuell. Wir bleiben jetzt mal bei der Zahl. Natürlich wird sich das mit steigendem Level immer noch ändern, aber das ist jetzt der Stundenwert. Also mal 24. Warte mal. Dann hast du einen Tag. Mal 24. So viel kriegt er am Tag. Jetzt mal 365. Wir klammern mal Schaltjahre aus. Ja. So viel macht er alle. Nee, das war jetzt nicht ich, das war ja der Atze, den wir jetzt da, oder Dr. Darm, den wir gerade so ein bisschen berechnen. So viel macht er da. Die Zahl können wir auch mal kurz screenshotten. Das war jetzt auf 60.000, ne? Das war was jetzt. Du hast 60.000. Ach, ich habe die 60.000. Ja. Na, dann machen wir es im Vergleich zu dir. Ja. Weil bei dir haben wir ja den Wert. Mhm. Und dann gucken wir mal, was da der Unterschied ist. Dann mach ich mal so Das den bin einfach. ich jetzt, genau. Und dann gucken wir mal bei dir. Ne. Das runden wir auch mal kurz auf. Ne, wir brauchen ja nicht die genaue Zahl. Irgendwie 74 oder was das war. Ja, nehmen wir mal 74.000. Ja. 7,4 Mhm. mal 24 mal 365. Jo. Ja. Da sieht man, wie viel man alleine schon durch die Akademie aufholen würde in einem Jahr. Mhm. Und Also ich zu dir jetzt, ja. ja, genau. Das ist nur die Akademie. Genau. Und dann kommt ja halt eben noch die Abenteuerlust mit da oben drauf, ne? Richtig. Und sonst andere Faktoren, ja, die Zeitmaschine. Da hast du ja Auch, genau. einen gewissen... Also, was halt jetzt interessant ist, wo ich einfach nur gucken möchte, du kannst ja jetzt beides zum Beispiel dividieren, nimmst du 525 durch 648, dann weißt du ja, in welchem Tempo, also wie viel prozentual an XP du mehr machst. Und dann kannst du ja daran ausrechnen, wie lange du brauchst, um ranzukommen. Rein theoretisch. Gibt Ja. natürlich noch Schwankungen in den Quests und mal gucken, was in Zukunft noch kommt. Aber so kannst du dann ausrechnen, wie lange wird das tatsächlich dauern, um diese Level aufzuholen. So rein pauschal kann ein bisschen schneller gehen, ein bisschen länger dauern, aber so sieht man ja schon, das waren ja eben locker 20% Unterschied von der Ja. XP her. 20%. Alleine durch die Akademie. Ja. Sagen wir mal, du machst 20 Level, oder umgekehrt, ich mach 20, du machst 24 Level. Und dann haben wir auch noch sowas wie die Daily Quest, ne? Was ja dann auch noch mit dazu kommt, was ja dann auch noch, also es sind ja mehrere Faktoren, die da dann irgendwo reinspielen. Und das ist dann schon ein ganz guter Unterschied, würde ich mal so sagen, Ja, was sich dann so auf die Zeit errechnet. da Naja, wird es interessant. also ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze so entwickeln wird. Und ja, falls wir bis Stufe 1000 noch alle hier sein sollten, irgendwann mal. Hoffen. Was wir mal wirklich sehr hoffen, ja. Dann, freue ich mich, dass du dann auch wieder hier sitzt. Aber beim nächsten Mal wirst du auf jeden Fall bei Stufe 700 vielleicht wieder hier sein, wenn du möchtest. Und bis dahin soll es das erstmal so für dieses kleine Update von deinem Account und dein Vorhaben so gewesen sein. War sehr interessant gewesen. Vielleicht hat es euch auch gefallen. Schreibt sehr gerne in die Kommentare. Und das war es soweit von uns. Möchtest du das letzte Wort haben? Ja, also ich hoffe natürlich, dass ich das Ziel erreiche, aber letztendlich, selbst wenn ich es nicht schaffen würde und Atze so sind schneller, dann Riesenleistung und Respekt. Ich will ja auch die Community in so eine Richtung auch mal motivieren. Also es gibt eben nicht nur die eHof, sondern auch dieses Level. Ich wünschte mir natürlich, dass das vielleicht irgendwo ein bisschen transparenter ist, aber ich spare mir ja auch die Dungeons auf. Mal gucken, ob ich es erreiche. Wie gesagt, wenn nicht, ist auch nicht ganz so schlimm, weil es ist halt ein fairer Wettbewerb und hier ist es halt wirklich fair. Ich denke mal, mein zweites und letztes Ziel im Game ist vielleicht über eine andere Art und Weise leichter zu erreichen als Level 1000 als erstes. Das andere Ziel ist halt, einen eigenen Avatar nochmal zu bekommen. Das wäre so nochmal das i-Tüpfelchen. Ja, ich weiß nicht, ob man da wirklich Content für dann auch machen muss. Da Gehe ich von aus. habe ich mich jetzt noch nicht so hintergehängt, muss ich tatsächlich sagen. Aber so du als sehr ambitionierter Spieler, der ja auch wirklich viel Input auch liefert, ne? Nicht zuletzt jetzt das Expeditionsevent, was ja auch wirklich, so, ich sag mal, die Grundmauer hast du ja irgendwo damit dann auch dazu getragen, denn, ne? Und deswegen, mal sehen, was die Zukunft noch so mit sich bringt, ne? Ja, das war's soweit von uns. Wir verabschieden uns. Dankeschön fürs Zusehen bis hierhin. Auch schon wieder 20 Minuten dabei. Zeit vergeht. Ja, auf jeden Fall. Bis dahin, haut rein und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.